Hey zusammen, willkommen zu meiner kleinen Fähigkeit. Du denke ich am Start wieder mit einer weiteren Runde Metal Gear Solid Phantom Pain. Wir gehen gleich weiter in die Geschichte. Und zwar, wenn ich sage, wir gehen weiter mit der Geschichte, dann meine ich auch, wir gehen weiter mit der Geschichte, weil wir haben ja am letzten Stream-Part mitbekommen, dass unsere Mother Base stark infiziert ist mit diesen komischen parasitären Gewürm. Jedenfalls haben wir jetzt in unserer Mother Base eine Quarantäne. Und ich bekomme mit, je mehr Missionen ich hier mache, umso kränker werden die Leute. Wenn ich meine Motherbase angucke, bei Personalverwaltung, sehe ich, dass einige Top-Soldaten echt Probleme haben mit dieser Scheiße. Ja, sitzen über 84 Leute in Quarantäne derzeit. Es ist wirklich gefährlich, Leute. Insofern würde ich Tatsache kein Risiko eingehen und würde mit einer Hauptstory weitermachen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben im letzten Part einen herausgefunden, der uns Informationen gegeben hat. Wir haben einen Typen geführt, der einen kennt, man kennt die Geschichte, der die Ursache erklären könnte, wie das Virus zustande gekommen ist. Mit unserer Supermediziner der Mother Base können wir vielleicht unsere Krankensoldaten versorgen. Deswegen würde ich sagen, gleich weiter in die Hauptmission. The intel team's hard at work investigating the cause of that illness spreading through Mother Base. Problem is, a bunch of our agents in the field are still MIA. Progress has been slow, until now. We just got a distress call from one of them. He said he's got intel on the origin of the disease. But the PF in the area got to him before we did. There's been no further contact from him, but we know he's being held at the guard post on the western end of the mine. There's still a good chance he's alive. We can't afford to let him die. Right now, he's the only link we have to the root cause of the epidemic. Get our man back, boss. Okay, erledigt. Ich möchte hier keine weiteren Männer mehr in Gefahr bringen, der Krankheit zu erliegen. Oder zu erlegen, glaube ich, heißt es. Deswegen, komm. Dass man sich darum kümmert, hätte ich so nie gedacht, ne? Root Cause. A member of the intel unit has gotten a lead on the epidemic that's crippling Mother Base. Crippling? Our man has been captured by the PF in his operation area. He's being held at the guard post on the western end of the mine. Boss, we need you to get him out ASAP. Right now, he's our only link to the root cause of the epidemic. Okay. So, ab geht's. Und der Pandemie gestorben. Alter, meine Base geht so rapide runter im Rang. Weil ich alle eine Quarantäne kapieren. Ich muss unbedingt was machen. Mehr mir Zeit, dass es schlimmer wird ist. Analysis complete. Analysis complete. Marker placed. Marker placed. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Gut, da ist mal alles von mir meiner Base krepiert. Ich erstmal jeden Mann mit. Dann würde ich gerade jeden Mann gebrauchen.
have arrived at your destination. Deswegen, ich wollte gerne Blutpunkte benutzen, um meine Soldaten ranzukriegen. Das bringt mir aber nichts, wenn die sofort bei mir in der Base verrecken würden. Deswegen hole ich jetzt mal keine raus. Hole ich jetzt mal keinen mehr mit Blutpunkten. Und einen wunderschönen guten Abend, Reaper, hey. Und ist halt 5. Subject on board. Leave the rest to us. Ah, komm näher. Jawohl. Analysis complete. Wir sind erstmal auf dem Weg, unsere Motorbase-Soldaten zu retten und zu heilen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ernster, Reaper, nicht wundern. Und meine Motorbase verreckt gerade. Ein ganz schlimmer Virus, der hier ausgebrochen ist. What the fuck? Alter. A blood trail. He got out on his own. Where is he now? The map has been updated. Where are your friends? Ja, wie gesagt, all diejenigen, die gestern nicht mitbekommen haben, was dafür abgeht, in die Parts zuvor haben wir schon mitbekommen, dass irgendwie eine komische Krankheit in Afrika ausgebrochen ist und niemand weiß so genau, woher die kommt. Dummerweise haben wir jetzt auch mitbekommen, dass diese Krankheit gerade bei mir in meiner Base auszubrechen ist und alles deutet darauf hin, dass Kampf jetzt den Finger mit dem Spiel hat. Das Virus oder diese Krankheit. A vehicle has fled the guard post heading northwest. The prisoner at the wheel appears to be the target. Will he escape on his own? The target is no longer at the designated position. Find that vehicle fast. The map has been updated. Boss, did you see that explosion? There's smoke. The target's crashed his vehicle. That'll bring the enemy down on him in no time. The target's in danger. Get to the scene of the crash. Okay, sofort on my way. Das Problem ist, wir haben jetzt eine Information bekommen gehabt, wer was von dieser seltsamen Krankheit wissen könnte. Und das sind die einzige Informationsquelle, die wir haben. Stirbt dieser Mann, stirbt unsere Motherbase. Und es klingt jetzt dramatischer, als es eigentlich sein könnte. Das Problem ist, sie sterben wirklich gerade weg. Ich habe jetzt wieder gerade eine Meldung bekommen, dass viele meiner Motherbase gestorben sind. Gestern waren es auch nochmal 10 Leute, darunter auch 2 S-Typen. Also ihr wisst, wie... Normalerweise bin ich immer so ein Mensch, der macht das Nebenmission und dann Hauptmission. Aber wenn ich jetzt alle Nebenmission mache, krepiert mir die ganze Base weg. You have arrived at your destination. Ja, alles gut, Nico, alles gut. Where's the target? That's the target. He's still breathing. But he's in no shape for a Fulton extraction. Can you carry him? Natürlich. That's fine. I'll send the chopper. Support Get the target to the RV. Extraction failed. Enemy presence detected. The map has been. Please select a landing zone. Roger. Ich weiß nicht, von den Wald mit ihm. Da komme ich einfach ungesehen da vorbei. Bam. Okay. Alles klar, komm, mach das. Ei. Bam. Enemy presence detected. The map has been updated. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Verdammt, ich habe unsere Heli gesehen. Jetzt wird's eklig. Komm, runter. So, hoch und weg. You're out of the hunt. No enemy forces in pursuit. Mission complete. Gaining altitude. Oder? Der Rabe gerade hinter.
Haut ab, ihr Säcke! Eieiei. Mission complete. And the target safe. Time to figure out what the hell is behind this epidemic. Ich hoffe, der weiß, wie wir hier die Pandemie hier hinkriegen, oder die Epidemie. Pandemie ist es doch nicht. The map has been. Extraction arrived at Mother Base. Development complete. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. The Legend. Eine Legende. Eine wahre Legende. Oh, ein Arschkriecher. Boss, the intel team member you extracted was DOA. He kept insisting we listen, right up until his last breath, about the pathogen, and the old man who knows how to treat it. Code Talker. He even told us where he is. Boss, let's make sure his death was the last. It's high time we met this Code Talker. Oh, Mann. Sieht echt übel aus, Leute. Ich würde so gerne Nebenmission machen, aber ich muss mich mit der Hauptmission weiter beschäftigen, bevor hier mein ganzer Mother-Base den Arsch hochreißt. Deswegen, was ist jetzt los? Gut, sie haben nur Punkte erhalten. Mission list updated. Das weiß ich doch schon, Spiel. Warum willst du mir das nochmal erklären? Boss, you need to make contact with Code Talker, the old man who knows what the pathogen is. We have to stop this disease that's spreading across Mother Base. Select the mission on your iDroid. Development complete. Okay, ohne groß Vorwand gleich zur nächsten Hauptmission. Wenn Code Talker was, weiß wie man darauf halten You need to kann. make contact with the Code Talker, the old man who's supposed to know what's behind this infection. The intel team member you extracted was able to pinpoint his location. A forest that stretches across the Angola-Zaire border. The locals call it Lufwa Valley, the Valley of the Lost. The target's in a mansion deep in this valley. A PF is deployed there, but we've also spotted an unidentified group operating in the area. If Seuche developed this pathogen, there's a good chance our target played a central role in that process. But is this their weapon to surpass Metal Gear? Will the pathogen or its cure lead to Seuche? This guy is the key to everything. Boss, make contact with Code Talker and extract him if you see fit. We can't afford to lose any more men. We have to stop this thing. Ja, sehe ich genauso, deswegen machen wir gleich weiter. Accepted. Hey Juna, grüß dich. Na, alles klar bei dir? Ich bin gerade dabei, meiner Motherbase den Arsch hoch zu retten, bevor die alle in einer tödlichen Krankheit krepieren. Haha. Und einer nach dem anderen meiner S-Soldaten krepiert hier gerade an dem Virus. Haha. Macht echt Spaß. Nicht. Jetzt schwinge ich mich gerade von einer Hauptmission zur nächsten Hauptmission, um vielleicht ein Heilmittel zu finden in diese Scheiße. Boss, make contact with the old man known as Code Talker. According to the intel team member you extracted, he knows what the epidemic is and how to treat it. You'll find him in a mansion deep in the valley beyond the forest. He's a high-value target who's probably involved with Seuche's research. This information came at a heavy price. And you can bet security on site is gonna be tight. Watch yourself out there, alright? Make contact with the target, Code Talker. And if the treatment requires it, extract him to Mother Base. Junge, wie fliegst du mich denn vom Ziel weg? Hier so ein bisschen näher ran oder was? Meine Güte. Naja, wir wandern mal eine Runde, ne? Wandern ist ja das Müllers Lust. Ey Loki, ey yo, na, alles klar mit dir? Grüß dich. Wunderschön. Willkommen zu Metal Gear Solid 5. Ach, die Kabine schon wieder. Judging from security in the
Naja, wenn immer alle sagen, und keiner Arbeit mit nach Hause, heißt es nicht, dass dein Zuhause die Arbeit ist. What? Ich hoffe, heute war es nicht so schlimm wie gestern. Nein. Oh nein. Er hat jetzt nicht die Scouts geschickt, oder? Ich hab nichts bei, um mich mit den... Oh nein. Wie soll ich die bitte leben von den Scouts? Oh nein. Ich wusste es, natürlich. Was sind das denn für welche? Die sind wie quiet. Britney Spears, bist du's? Okay, das war jetzt gerade fies, sorry dafür. Boss, it's the skulls. Damn it. So Cypher is behind this. Und der bewacht seinen... Definitiv, denn er bewacht auch diesen Wissenschaftler und Arzt, der Ahnung von den Sachen hat, wie Bolle, wenn der die Scouts auf den... als gerade postiert. Das ist echt schlecht, Leute, weil, Nee, ich möchte Quite ungern holen, weil ich möchte auch so gerne die bei haben, weil er kann die von Weitem erspähen und ausschnüffeln. Das kann Quite nicht so. Problem ist, da ist ein Wasserfall und ich wette mit euch, ich komme da gar nicht hoch, ohne an die Leslie mal vorbeikommen zu müssen. Scheiße. Was hier? Hier hoch? Oh, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Oh Leute, ich sag's euch. Ich hab hier ein richtiges Problem. Ihr wisst, wie stark diese Skulls sind. Ihr wisst, dass man sich am besten mit denen nicht anlegt. Feind gefunden. Ich habe diesmal nicht die Möglichkeit, hier im Panzer zu fahren und die irgendwo umzubrettern, umzurasen, umzuschießen, ne? Ihr wisst. Hey, Kraken, wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Pain. Na, alles klar bei dir? Läuft's. Ich muss gerade hier einen Soldaten, ich muss gerade einen Doktor befreien, der wissen könnte, wie ich meine Motherbase heilen kann, die von einer beschissenen Pandemie heimgesucht wird und alle nacheinander krepieren. Und das ist nicht story-relevant, das ist jetzt nicht Story. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich mache jetzt 20 Nebenmissionen, scheiß drauf. Nein, meine Motherbase verreckt wirklich. Stündlich. Ich habe erstmal Daten draufgegangen, meine Wertung ist von Level 60, 70 auf 50 untergegangen. Ich muss was machen, deswegen spiele ich gerade eine Hauptmission nach der anderen durch und habe jetzt gerade so ein bisschen Zeitdruck, sage ich mal, im Game. Und während ich zu dem Doktor hin möchte, schiebt mir Cypher irgendwelche Skull Sniper, Geister, Zombie-Weiber auf dem Hals, Junge, die, ihr wisst, wie stark die Skulls vielleicht sind, echt das Leben schwer machen können. Hier gerade ein bisschen fokussiert. Oh! Weil, ja, ich will nicht mit dem Panzer rumzurasen, ja, wegzuballern. Geschmeidiger die Situation rangehen, eleganter und schleichen. Like never sneak before. Diese Drama-Dubstep-Mucke macht sich gerade besser. Naja, ja. Ihr wisst, wie ich auf meine S-Soldaten stolz war und bin. Die krepieren mir nach und nach. Ich kann mal ganz kurz hier meine Motherbase anmachen. Ich habe jetzt eine Quarantäne. Da! Zwei sind wieder gestorben. Ah ja, in die Level. Da, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los.
krepieren wir alle hier. Da sind derzeit 162 Leute in der Quarantäne. 162, da sind die Top-Soldaten bei, da sind alle dreifach A-Leute, S, alle bei. Ich muss los, verdammt! Die krepieren mich alle! Ah! Extraction. Those snipers. Did they give up? Whatever. Just get to the mansion. Pronto. You're near the mansion. That's where you'll find a target code talker. You have arrived at your destination. They're with the Analysis. PF Zero Risk Security. Looks like they're protecting the target. Why don't you try interrogating them? They might know the target's exact location. Sehr schön. Oh, hallo, ist das euch. Ja, gerade ein bisschen Herzrasen. Ja, ist so ein Spiel, ne? Aber wenn man sich, sag ich mal, mehrere Stunden an diesem Spiel sitzt, hier, Teams, ja, möchte man ja auch einen Erfolg sehen und nicht hier, dass plötzlich als im Mother Base nicht eine Krankheit krepiert und du alles von vorne machen musst. Gut. Ik heb de advertentie in een Zuid-Afrikaanse courant opgevolgd. Dit was dit. In Zuid-Afrika. Destijds zit ik net gevangen, verstellen me vanaf een beetje. Ik heb nooit gedacht, ik zal het nog steeds doen. Ja, dat is naast. Het bedrijf is wel bij veranderd. Niet veranderd. Bitte ruhig bleiben. iDroid information updated. There's more than one entrance. Where are your friends? How do you plan on sneaking in? The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Da ich gerade eher als krepiert, nehme ich einfach alle mit. Scheiß drauf. Vorsatz. Glaube ich jetzt. So, what? Oh, hallo. Subject on board. Leave the rest to us. He's coming too. Roger that. Über die Petzen, Junge, oder? Analysis complete. Wollte gerade eine Meldung machen, wollt ihr gesehen. Boah, ist typisch geil. You gotta extract him. So, wunderbar. Ein krasser Plattenbau hier, Bruder. Jetzt sieht meiner richtig. Leave the rest to us. Boah. Ist hier Resident Evil Haus oder was? Hier los. Excellent work, boss. They don't even know you're there. Keep it up. Was für ein Sektenscheiß hier, Alter. Der mir Schritt, da kommt er danach, glaube ich. Auf den Lachs.
Dark Souls. Die deine Monster waren, wissen Bescheid. Es gab schon lange kein Kampf mehr, wa? I've been waiting, Tilich. What should I say? Bedachochale. Eine Bolognese? Holla. That's him. That's Code Talker. Look familiar? It's infecting my men. How do we silence or death? What do you... It could be in here. Stay quiet. Your life depends on it. Sit. What? Sieht aus wie ein Indianer, der Typ, wa? The parasite has infected your mind. Those are its larvae. They enter the throat and attach themselves to the vocal cords. They mimic the host's membranes flawlessly. No one can tell the difference. Upon reaching maturity, they mate. Sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host lungs, killing it. The particular sound is words. They attack only those who speak a certain language, not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to. But silence is the best way to keep them from laying their children. This contains an herb that they dislike. Okay. Heißt Quiet deswegen Quiet vielleicht? That should deafen them for a while. You have bought yourself some time. Bin auch infiziert? Is there a cure? Once symptoms manifest, larvae have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset, which would prevent infection. I need your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skullface. Even a country like America sways in his wake. I could not defy him. The fate of Dene lies in his hands. However, perhaps the Nishia led you here. If my children have upset the Rojun of the world, it falls to me to set it right. Der hat dieselbe Fähigkeit wie Quiet. War Quiet vielleicht so das erste Experiment dieser Art? You've secured the target, but he's too old to risk a Fulton extraction. Put Code Talker in the chopper and return to base. He claims they are the dream of every ruler since the dawn of time. Teach them your enemy's words, then unleash them on his lands, destroying only those who speak his tongue. He calls them his ethnic cleansers. Ethnic cleansers?
That's what Skullface is after. Then, in Zoya, Badiabula was... Boss, he's gonna wipe every language besides English off the face of the earth. Ironic, isn't it? They gave us language. And now, they take it away. It is thanks to them that man first learned to speak. But now, the hands of the clock turn back. They've been warped by the hands of man. The guards are acting strange. Almost pups-like. It could be the skulls. Damn it, they're controlling those soldiers. Be careful. Oh, fuck die Skull, Alter. Oh, ich bin so im Arsch. Police landing zone. Roger. The map has been enemy Ich bin so hart gearscht, Leute. The map has been updated. Victims of the experiments. Okay. Support helicopter requested. Without my knowledge, Oh, noch mehr von denen. had I known, there is nothing I could have done. Are the MIA intel team members buried there too? Bastards. They're gonna pay for this. Willkommen zurück, Reaper. Oh, fuck, Alter. Oh, ich muss weit laufen, Mann. Und da sind die Sniper Britney Spears wieder am Start. Oh, fuck, Alter. Oh, renn mir doch nie gerammt, Snake. Auch wenn du gerade echt übertrieben abhetzt, aber schneller, Mann. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. On station at LZ. Oh, ja, ich hab ein bisschen Nervenwitze gehabt, ne? Jetzt aber ganz schnell weg hier. Mal gespannt, wie Quiet auf ihn reagieren wird. Offensichtlich kennt der Quiet kennen, ne? Wir verkackten Dreckskulls! Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. All right, mission complete, boss. Maybe you'll actually break a sweat next time, Oh, huh? ein Arang. Ich weiß nicht. Bestimmt muss ich noch 20 Quests machen, um Heilmittel zu finden oder so. Boss, we found the bodies of the two missing intel team members in Lufwa Valley. We knew we wouldn't get them back alive, but still, it's a damn shame. Don't let their sacrifice go to waste, boss. We need to stop the epidemic at Mother Base. That old man, Code Talker, he's the only hope we've got. Ja, komm, wir springen mal scheiß drauf. Tell me how to fight it. I hid the answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. Your infection will be contained, but you and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech.
That freak show back there. They the work of your children too? Different Kuriositätenkabinett. strain from the vocal cord parasite, known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Have you seen one of their vehicles? Big yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo's some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea? It's them. Wie? Fortsetzung folgt. Willst du mich trollen oder was? What? What? Ach, mein Hund würde schon überleben, aber... Ob ich? Ist es nicht. Mission Boss, list. are you okay? So the vocal cord parasites that have infected Mother Base. They're ethnic cleansers designed to silence those who don't fit into Skullface's worldview. We can't allow him to have such power. Go over the mission details and get going ASAP. Please select a landing zone. Ich gehe mal ganz kurz in die Mother Base Heading to zurück, Mother Base. weil ich bin blutverschmiert und ich möchte, wenn es eine Schleichmission wird, nicht stinken, you know? Deswegen möchte ich ganz kurz mal in die Mother Base zurück duschen und dann fliegen wir gleich einen Helikopter machen, gleich auch ein bisschen weiter, weil ich weitergeht. Hallo, Fortsetzung voll, was ist los hier? Das Game lässt einen mitten im Cliffhanger hängen. Stell dir mal vor, Boss, ich... about Eli. No matter how many times we talk to him, he just won't listen. He sees everything in terms of victory or defeat and still won't accept that you beat him. We're gonna have to put him in his place. Again. If you don't mind, come back to Mother Base and go and sit around with him. Ja, kann ich ja machen, kein Ding, aber... Jetzt nach der Nebenquest, ne? Hauptquest. Ja, wahrscheinlich, ne? Nee, ich glaube, dieses Spiel ist 100% schon gespielt wurde, weil ich bin ja bei 50% Game-Fortschritt. Da kommt noch ein bisschen was, schätze ich mal. Nein, das letzte Metal Gear Solid, was rauskam, war Metal Gear Solid Survival. Kam direkt nach Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain raus, ungefähr, ich glaube, 1 oder 2 Jahre danach. Und das Game war, wie zu erwarten, gefloppt, weil es ist nicht vom Hauptproducer entwickelt worden, die Story ist totaler Schwachfug. Es ist ja wirklich ein Survival-Game für Zombies. Was zu Metal Gear nun mal gar nicht passt und ja, zu Recht gefloppt ist. Nichts gegen Zombies und Survival-Games, aber ganz ehrlich, das ist halt kein Metal Gear, ne? Das haben wir plötzlich erwartet. Aber es war zu erwarten, dass da Schrott rauskommen wird. Man ist schon mal drauf gegangen, das kann nichts werden, das wurde auch nichts. Also. Man kann mir auch sagen, was man will, aber ich glaube ganz ehrlich, dass Konami von Anfang an wusste, dass das Spiel gefloppt wird und das war nichts weiter als dem Fans doch mal richtig eine reinzugeben, bevor man hier stirbt. Genau, das Ende aller Metal Gear Solid ist quasi der Teil hier. Nicht in der Story, aber es war der letzte neue Teil, der rauskam, genau. Von der Story her ist Metal Gear Solid 4 das Ende. Da wurde alles geklärt in der Geschichte. Tja, so ist es halt leider mal, Reaper. Aber ich will ganz dringend raten, Reaper oder alle anderen draußen, die Metal Gear nicht so kennen, wer unbedingt mal Metal Gear Solid gesehen haben möchte von der Story und alle Teile mal gesehen haben möchte. Ich habe jeden Teil bis hierhin gestreamt. Offiziellen Teil, ja. Ja. Ich will jetzt immer mal die Channel Map checken. Da ist alles schön hochgeladen.
Da ist 100% Lore bei. 100% Metal Gear. Please select So, a dann würde ich mission. sagen, Boss, you okay? There's an unusual mist in front of your chopper. It could be the same one as before. Cypher is trying to eliminate Code Talker, but we can't save the infected without him. Boss, whatever you do, bring Code Talker back alive. wenn alle Schädel eliminiert sind. Oh mein Gott, ich muss auch in den Kampf gegen die Schädels. Okay. Der könnte meine Ausrüstung reichen, die ich hab. Mal sehen. Ja, was wir machen, ist halt so, wenn Publisher wieder mal über den Spieleentwickler stehen und zu entscheiden wollen, was du mit deinem Game machst, mit deiner Kunstperle. Und dir weder genug Zeit noch genug Budget zur Verfügung stellen und du ein halb fertiges Spiel rausbringen musst. Am Ende alle enttäuscht. Die Fans, der Entwickler, der Publisher auch. Der Publisher hat ja immer recht. Naja, man kennt's halt. It's them. Der Heli rostet. Alter, Pequod, stirbt mir jetzt nicht. Alter, wer hat Pequod aufgelöst? Alter. Are you okay? Bitte lass ihn halt noch leben. Wenn die alte tot ist, ist unser Motto verloren, oder? Komm wieder. Der Nebel lässt Sachen offensichtlich altern. Die Heli sind aber verrostet. It looks like you're surrounded by mist. The support chopper can't get close to your position right now. Hurry! They are coming. Oh, Leute. Ist der eingeschissen? What the f... Houston, we've got a big problem. Oh mein Gott. Ich komme gegen 1 oder 2 Scouts kaum klar, wie so viele klarkommen. Oh, schön, der ist auch gepanzert wie Nemesis, wunderbar. We are their quarry.
Ja denn. You need to eliminate the skulls. We cannot lose Code Talker. Sack. Finger weg von ihm. Oh, Scheiße, Alter. Okay. Wer ist noch Größeres? Oh Gott. Snake, talk to me. Okay, So that Misty is their work. We'll be able to send in another chopper for now. Boss, you need to eliminate the skulls. We cannot lose Code Talker. ich habe ein Problem. Okay, offensichtlich sind die mehr hinter mir her gegen Code Talker. Oh mein Gott. Bist du tot? Yo, fuck, Alter. Okay, ich muss die Mission... Boss, what happened? Boss! Muss man die Mission komplett neu starten, weil ich was Neues machen muss, weil... Ja, wie krieg ich die Typen platt? Ja, es ist tatsächlich was geplant nach Metal Gear. Und zwar ein Spiel, das quasi... Nachfolger kannst du nicht sagen. Nachdem der Hauptentwickler Hideo Kojima von... Ja, ich für den Arsch, Alter. Okay. Ich will mich so müssen. Fuck. Erzähl dir was. Ich glaube, die kannst du nicht überspringen. Ja, moin. Ich kann nicht überspringen. Ah, jetzt. So, einmal kurz zum Telemenü zurück. Was soll's? Ich muss da anders rangehen. Ich brauche einen Panzer. Was soll ich machen? Nee, was ich wollte. Nachdem der Hauptentwickler Hideo Kojima Konami verlassen musste oder gegangen ist, das ist immer so unklar, hat er sich selbstständig gemacht mit einer eigenen Spieleentwicklerbude. Mit einem Spiel namens Death Stranding, dürften einige mal gehört haben von. Und das möchte ich ganz gerne let's playen und streamen. Oh mein Gott, ich kann nichts machen. Ich muss diese Mission so machen, mit dem was wir zu machen haben. Was? Warte, ich bin gar nicht mehr da. Ey, ich kotze gerade auf den Strahl, ne? Snake, talk to me. Snake! Okay, jetzt wird mein Stuhl rum, dass ich meine Decke, die unter meinen Arsch selbst komplett verwurstet habe. So. Jetzt aber. Hiernach wird der Stranding gestreamt. Ich weiß aber nicht, ob ich so 100% durchspielen werde. Weil es ist halt ein sehr spezielles Spiel. Gibt's hier keinen funktionierenden Panzer oder so?
Zur Hölle. Fuck. Alter. Snake, talk to me! Snake! Was jetzt machen soll, Mann? Ich brauche irgendwie eine fette Ausrüstung gegen die. Was ist denn die Schwachstelle des Guards? Alter, nur Beine. Pass mal auf, ich brauche bestimmt so übelst. Was war denn bei Loki? Was? Wie? Was? Wie? Was? Ach so, hier, der Stranding, ja. Ja. Da nochmal ein mega dickes Dankeschön nochmal dafür. Development project has been added. Okay. Scheiße, Alter, ich muss irgendwas haben, was ordentlich Damage gegen macht. Oh, hat mir das lange hier. Eis. Auf alle Fälle würde ich als Hauptwaffe was anderes reinnehmen. Wäre das da so ist. Please select a mission. Oh, andere Ausrüstung wählen. Lieber ihn hier. So, als Nebenwaffe nehmen wir auch was Schaden macht. So, vielleicht wird das mit dem Länge besser. So, jetzt wird's spannend. Keine Ahnung, ob das heftig.
Dieses Gehalt, ich sag's euch. Nicht unangenehmer Haufen. Are you okay? Skulls. So that Misty is their work. We're able to send in another chopper for now. Plus, you need to eliminate the skulls. We cannot lose Code Talker. Oh ja, das klingt was. Ja, Brot weg. Kein Touch das. Es klatscht es. Ja, der Wollschutzfolge. So will ich das sehen. Ich regeneriere mich auch gar nicht mehr, ne, von meinen Schaden. Hey, quit kidding around. Quit around. Auch nett. Skulls. So that Misty is their work. We won't be able to send in another chopper for now. Plus, you need to eliminate the skulls. We cannot lose Code Talker. Ja, explodieren sogar, what the fuck. Was soll ich? Ich kann nicht mal schnell genug reagieren, wie der sofort sich hinter meine Fresse. Nein, ich werde mich weiter die Hühnerhaube aufsetzen. Ich werde das durchspielen, auch ohne diese hässliche Hühnerhaube da. Warte mal ganz, Leute. Bitte? Ach, Reaper, hör auf mit dieser Frage, ob du was fragen. Frag oder frag nicht, ganz einfach. Ganz ehrlich. Frag doch einfach mal. Enemy presence detected. Oh. Map has been updated. Ich konnte diesen hässlichen Teleport-Buchen nicht mal ausweichen. Es sind ja lustige Panzer, die auf den Sack gehen wollen, ne? Kann ich ja theoretisch. Geh weg da! Jo.
Weil er rumgebackt hat, weil die KI nicht runterspringen wollte. Über am Rand lang laufen wollte, bin ich explodiert. Ja moin. So that mist is their work. We won't be able to send in another chopper for now. Boss, you'll need to eliminate the skulls. We cannot lose Code Talker. Nee, vergessen habe ich die Sache nicht. Das Problem ist nur, ich habe ja schon gesagt gehabt, viele Spenden sind mal sehr nett, aber ich weiß nicht, wie ich das da hinbringen soll. Ist es nicht vergessen, definitiv nicht. Ich weiß nur nicht wann. Ja, das ist ja genauso wie mit, ich habe mir ja auch Killing Moon geschenkt. Ich habe mir auch versprochen, das könnte mal zu streamen. Eigentlich schon, weil es mir auch ein bisschen Spaß macht. Das macht mir halt auch Spaß. Das Problem ist halt, ich weiß immer nicht, wie ich das machen soll, weil ich bin kein Gelegenheitsstreamer, der mal dies und das und jenes streamt, aus Gelegenheit. Wie Montana Black oder andere Streamer. Ich bin halt jemand, der Serien produziert und das als Let's Play hochlädt. Und das ist schwierig, dann andere Nebendinger noch reinzuquetschen, wenn man schon Projekte hat wie Ark, Metal Gear, Halo sollte ja eigentlich auch fortgesetzt werden, soll nicht vergessen, Dying Light. Ein Tag hat nur 24 Stunden und ich werde bald Vater. Es wird schwierig. Ne? Aber vergessen es auf keinen Fall. Supplies requested. Supply drop complete. Oh, ich hab einen. Jawohl. Alles gut, super. Ich verstehe es ja auch, du gibst ja auch Geld aus, du willst ja auch was dafür sehen. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Problem ist nur, dass ich halt nichts versprechen kann in dem Punkt immer, ne? Ja, es wird auf alle Fälle gemacht, aber ich kann halt leider nichts versprechen. Das wird nach der ganzen Geschichte. Oder sagen wir mal so, erstmal nichts versprechen, sagen wir mal so. Snake, talk to me! Wäre ich richtiger. Ich finde es ja auch schade an diejenigen, die hier mich vom einen oder anderen Projekt kennenlernen. Ich habe ja auch viele Follower verloren, weil die halt bestimmte Spielserien bei mir lieber gesehen haben, als dass ich jetzt gerade spiele. Viele mögen Metal Gear gar nicht, können Metal Gear gar nichts anfangen und interessiert auch Metal Gear überhaupt nicht. Ja, vollkommen nachvollziehen kann. Das ist halt Geschmackssache und die heutigen, weiß nicht, viele heutzutage, die sind so rübergekommen gerade durch Rollenspiele. Natürlich ist Metal Gear weit entfernt von dem Rollenspiel. Die meisten zum Beispiel meiner Stammung kenne ich durch Gothic und sowas, die würden halt lieber mit den Elder Scrolls sehen oder keine Ahnung oder Dragon Age oder so irgendwas. Das kann ich aber einfach nicht bieten, weil ich auch gar keinen Turn drauf habe. Ich habe mal so ein Megaprojekt gehabt namens The Witcher, auch einige noch kennen. Nö, es ist ja auch vollkommen verständlich. Ne? Das hat natürlich auch so gehabt, im Stream irgendwo mit einwirken zu können, was ja auch vollkommen verständlich ist. Du musst dir für die Beschuldigung, ich glaube dir nicht. Du verstehst ja. Wenn ich Geld für irgendwann
irgendwem Fremdes, sag ich mal, ausgebe. Wir hoffen, dass der das, was ich da reinpauste, auch mal hält, weil er selber meinte, naja, beispielsweise bei dem einen Zuschauer hier, Loki, hat es geklappt und bei dem anderen wäre es doof, wenn er das nicht machen würde. Ja, natürlich. Ne? Ich kann es nachvollziehen. Es hat vielleicht keinen Unmut, was du hast, aber du müsstest unwohl sein bei den Gedanken, so, ja, naja. Ja, halt sehr schade. Ja, da musst du für dich entschuldigen. Ich verstehe es ja. Meine Fresse, runter die Scheiße. Ah. Und die Sachshaut ist schon nachgeneriert, ne? Was ist denn Lachs? Ja, ein bisschen interessant gehen. Terror spielen. Oh, die kommen, ich höre sie. Ich bin auch Flicker geworden, ne? Für mich ist die Panzerung, diese nachgegeneriert, deutlich dünner als die davor. Please, supplies requested. Mother base is now in the red. Oh mein Gott. Vehicle Ich kann jetzt einen Panzer rufen. Geil. Oh Leute, jetzt kann ich aufräumen. Oh, jetzt reizt mir, komm. Get too close to that weird gas. It'll disable vehicles and walker gears. Okay, das ist neu, das war vorher nicht so. You can't just leave Code Talker there. Turn back. Oh, komm. Jawohl, einer weniger. Jawohl, einer weniger. Jetzt komm. Nein. Und noch einer weniger. Jawohl. Sehr schön. Great work, boss. I'm coming in on another chopper. Get Code Talker to the LZ and wait there. in the red. Mission info has been updated. Oh mein Gott, Leute. Alter.
Einfach mal mit den Typen. Das war so Leute. He's coming Boah. too. Roger that. Detected. The map has been up to analysis complete. Nee, wie gesagt, mach dir mal keinen Kopf. Super, ich kann's vollkommen nachvollziehen. Analysis complete. Aber ich kann halt nicht versprechen. Analysis complete. Weil ich habe schon lange mit den Gedanken gespielt. Ich will jetzt mal so ein bisschen nach Plan machen. Support helicopter. Und als ich das Training streame, war ja auch schon lange geplant gewesen. Der allererste Part von Metal Gear. Und das Training ist auch nicht wirklich ein Metal Gear, ne? Vielleicht wird dir das Training sogar gefallen, ne? Analysis Wer weiß. complete. Im Allgemeinen könnte es euch gefallen, mehr als Metal Gear. Analysis Extract him. Guck mal, alter Mann. Get in, boss. Oh, Junge. Das war anstrengend, Alter. Ein Schüler, der. Oh, vierter Typ wieder auf der Quarantäneplattform, wieder da gestorben. Ach du Scheiße. Oh, das freut mich, Reaper. Das freut mich. Boah. Ich kack so ab, Leute. project has been added. Parasitplatz, cool. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. Ich hab mit den Scheiß ein S bekommen. Mit dem Kack-Gameplay, Alter. Ich bin 20 Mal gestorben. Oh, kriegst ein S, Junge. Andere 50 Mal gestorben. What the fuck, was ist das für eine Bewertung, Alter? Ich werde euch gut was zu trinken. Bis gleich. What the hell? Ui. Oh, hat er wieder. Ja, wie gesagt, bei dem Dreck aller, oh, ja. Okay. Dabei, wo ich nicht mag. Und das ist doch eine coole Sache. Das ist ja genau das, was ich vorhab, Reaper. Ich habe das schon mal ein paar Mal erwähnt gehabt. Ich streame ja nicht nur zum Gameplay, ich streame ja auch wegen meiner Wenigkeit. Ja, das Leute mir. Deswegen, wenn Leute einschalten, wenn sie mich sympathisch finden und mir gerne zugucken, wie ich zocke, dann reicht mir das vollkommen. Das ist vollkommen okay. Nein, Jari, das ist keine Lüge. Das ist keine Lüge. Shut up. Nein. Nope. No. Hört sich auch nur aus, ich will nur euren Körper. Ah. Boah. Alter, guck mal, du bist geflogen hier, Mädel. Hier. Ach ja. Nee, ja, das ist genau mein Ziel, wie gesagt, heute zu unterhalten.
die auch mal die Spiele nicht spielen. Ach, was ist hier? So. Oh. Weil wir hier Kontakt haben wollen. Skullface is no longer in Africa. Oh, wo ist er The jetzt? nuclear test was a success. Now they turned their knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the Immer gleich wer da. Also ich bin da, aber man hört mich jetzt gerade nur. What the fuck? Das ist das erste Mal, dass ich mitten im Gameplay einen Bluescreen bekomme. Das hatte ich aber noch nie gehabt. Mitten im Game. Ich hoffe, der Scheiße hat wenigstens aus Zwischenspeicher. Sonst drehe ich hier ab. Ich will dieses Kampf 30 Mal machen. Ganz ehrlich. Jetzt hör mal auf, Alter. Das Schöne ist, mein PC fährt ja relativ schnell hoch. Habe eine relativ fixe SSD verbaut. Aber ganz ehrlich, jo. Läuft hier. Eieiei. Oh Mann, ist er. So. Geht ja zum Glück alles relativ fix hier, ne? Ja, mitten im Gameplay, also mitten im Game Bluescreen zu bekommen, ist schon war ganz neu für mich. Wie gesagt, kenne ich so nicht. Ja, wunderbar. Skullface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turned their knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite, to prevent detonation. You mean? Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium and weaponize it. Loaded onto all-terrain bipedal machines. They ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power.
Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. The very atmosphere of nukes. Anywhere and everywhere. Deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. The fail-safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. Heftige Sache, Leute. The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies Code Talker's research. The Parasite suit. Okay. Apparently, it can recreate some of the Skull's unusual abilities. But in order to use those abilities, it needs parasites. If you want to wear this suit, you're gonna need to get a hold of parasites by extracting skulls. Ach. Ich könnte den Panzer rumlaufen wie die Skulls, lol. Okay. Aber was mit unseren Leuten? Können wir die jetzt irgendwie retten? Können wir die jetzt irgendwie heilen von ihrer Krankheit? Wie ist die Sache jetzt? Viel interessanter. Achso, sorry, Relax, dass ich deinen Text nicht gelesen habe. Code Talker hatte ich. Der erste Versuch, schön, dass du den ersten Versuch gleich geschafft hast. Ich hab bis mal 20 Tode gebraucht und ein Bluescreen. We need to stop the epidemic at Mother Base. Ja, ich war verwirrt. Ich dachte erst, die würden Code Talker irgendwie angreifen, aber die haben ihn in Ruhe gelassen. What's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikango strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikango. Ach so. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia, introduced to a sample of the parasite. The parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. You must cultivate more. Thanks to Code Talker, we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. Oh, wunderbar. We couldn't save those already symptomatic, but everyone who survived has been released from the quarantine platform. Ach, Gott sei Dank. Skullface will pay for this.
Ja, nicht nur dafür, der muss für eine ganze Menge bezahlen. Der hat eine Rechnung offen, Junge. Heilige Scheiße, Junge. Dagegen ist Boris Beckers Rechnung ein Scheißdreck, ey. Again with the truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Metallic archaea. Sahelanthropus. Wusste davon. What? We have to know before his plan is complete. Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life as countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight, and on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat, and Zero's. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Okay, B-Zero. Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. Jetzt fängst du an zu reden. Dein Ernst? Yui. Man kann ihn einfach nicht trauen. Das kannst du vergessen. Du kannst Yui einfach nicht vertrauen. Er hätte das von Anfang an schon erwähnen müssen. Er wusste von allem. Von diesem Zeug. Er wusste von den Scouts. Er wusste von alles. Und hat nur die Schnauze gehalten. Unsere ganze Motherbase ist verseucht. Bloß weil er das scheiß Maul hielt. Er wusste von so vielen. So alle falsche Schlange, Alter. No! No! Wait! Ja, finde ich in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung. We got word from Afghanistan. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-0. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out. Don't leave any trace of his existence. I'm gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site. Ich würde mal gerne auf der Motherbase bleiben. Was soll das? Hallo?
Oh, Leute, ich sag's euch. Ohne Scheiß, ich war echt so naiv und hätte gedacht, dass Yui sich ändern würde, ja. Der von Anfang an mit offenen Karten mit uns spielt. Ne? Aber er war mal völlig anders als Otterkon, ne? Der ist einfach mal die übelste Schlange. Mission list updated. Development project has been added. So, haben wir noch eine Quarantänestation? Müssten wir eigentlich gar nicht mehr haben, ne? Ne, haben wir nicht mehr. Gott sei Dank. Aber es sind echt eine Menge gute Männer gestorben. Staff assigned. Echt eine Menge gute Männer gestorben. Ich möchte erst mir mal ein paar Kassetten hören, weil eigentlich gibt es eine Menge krasse Kassetten hier. Stimmband Parasiten 1. About the pathogen spreading through Mother Base. You've seen everything we've got on the outbreak. What's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So our Kikongo-speaking staff are at risk. Quite so. He's right. All the victims do speak Kikongo. So they can survive if they just use another language. There is no guarantee. You're only dealing with the Kikongo strain. Other language strains may be present. You well know he was teaching them languages from all over the world. The Devil's House. Nzoya Badiabulu. There is no way to know how many strains he has at his disposal. So how do we keep them from becoming symptomatic? You mentioned using microbes. Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. Wolbachia? A parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. You must cultivate more. What have you done with the infected bodies? Cremated to stop the spread of infection. But we did keep a few for study. Good. Take this sample, grind it to a pulp, and introduce it to the larvae now nesting in the dead. The Wolbachia will multiply rapidly within those larvae. They're soldiers, not some petri dish. Conventional cultivation methods will take too long. Extract the Wolbachia from those larvae and vaccinate your men. Kikongo speakers first. This is the fastest, surest way. No one is to speak a word of Kikongo until the Wolbachia are safely inside them. I will instruct your medical staff in detail on site. You have the appropriate facilities. Yes, but do not worry. I made a pact with your bit de Jolone on the honor of the Dene. I speak no lies. keep an eye on him. Will do. Follow me. I'll take you to the medical team. Now, we must wait for the Wolbachia to multiply in the larvae. How is the disease transmitted? If it's carried by insects or rodents, then... There is no intermediate host. So... The vocal cord parasites lay their eggs in the larynx of the host. Most hatch and migrate to the lungs, but some are transported to the mouth through ciliary movement, mixing in with saliva. Saliva. Droplet transmission. Sneezing, coughing. Any food or water containing infected saliva. It would spread fast. Indeed. And when the larvae migrate to the lungs, symptoms can resemble the early stages of a cold, making it easy to infect others.
Meaning a simple conversation would be enough to pass it on. Alright, so what happens after the larvae migrate to the lungs? It is as I said before. They mature by feeding on alveolar tissue. It is only then that noticeable symptoms appear in the host. And by that point, it's too late. He's infected everyone else. It's one hell of a weapon you've created. That is what Blag Anna wanted. Something that would spread easily. In truth, he's not the reason. But we will discuss that another time. The Walbakia have multiplied. We're preparing to extract them and begin vaccinating. But is this really the only way? Sure, it'll prevent infection, but the cost? You would rather remove their vocal cords? No. Tactical communication's a linchpin of what we do. What if we were to ban the use of Kakongo? Insufficient. First, there's no guarantee that only the Kakongo strain is here. Second, there is the matter of how the parasites lay their eggs. Passt sich der Sprache an. Before they can copulate, they must be exposed to the pronunciation of a specific language for a period of time. Deswegen diese Kopfhörer im Hals, die wenn die Sprachen zugesetzt sind. Between when the container is full and when the copulation actually begins varies from case to case. In other words, even if the infected stop speaking as a countermeasure, it may already be too late. The only true solution is to prevent copulation through the Wolbachia, or by physically removing the affected tissue. Do any antiparasitics work? It sounds as though you have already tried. Yeah. We tried everyone there is, and nothing. I have yet to find a medicine that can remove the parasites. At best, it temporarily covers their ears. Why is that? Because the parasites are companions to us. To remove them inevitably harms the host. Companions? More than you think. And this is why the human immune system cannot eliminate them. We've inoculated the staff with Walbachia to keep them from becoming symptomatic. That should also contain the infection. How did this happen in the first place? It has to have been a Cypher spy within our ranks. If this is so, then why the Kakongo strain? If their intent was to wipe you out. Skullface said the remaining English parasite was close to the boss. If this latest strain was his doing, he wouldn't have tipped his hand. It is possible someone brought eggs onto the base without knowing. Stuck to their shoes, clothing. Well, that makes the most sense to me. And where did the eggs come from? You mentioned that your boss visited Nzoya Badiopulu. Sure, but his gear's disinfected immediately upon return. Then he was not the carrier. And not just the boss. All staff dispatched to high-risk regions were quarantined on the flight back. When the symptoms first appeared, we checked and disinfected all equipment used up to that point. Any and all prisoners, soldiers, materials, and animals extracted during missions were also quarantined. So, that just leaves... I have seen children around here. Where are they from? All over. Some were being held hostage at a mine. Then there were the troublemakers at Bwala Yamasa. Bwala Yamasa? Yeah. Their clothes, their things. Did you burn them? They're just kids. We couldn't. And besides, not one of them's shown symptoms. The parasites don't infect prepubescent hosts. Their vocal cords are not fully developed. Ach. Well, if infection doesn't occur in children... It is possible they carried eggs on their clothes, and the infection spread from them. Check the kid's stuff. Oha. I doubt.
there is any trace left by now. But if there is, some of those kids must be close to hitting puberty. How could we have missed this? The name Walla Yamasa got quite a reaction from you. I'm guessing the Kakongo strain was released in that village. Wir machen Pause, gehen mal zur Motherbase und dann können wir, Select a landing zone. während wir in der Motherbase mit rumcruisen, die Kassetten anhören. Hey, Zar, grüß dich. Wie gesagt, ob ich Darksiders streame in dieser Zeit, ist erstmal unklar. Wenn Metal hier durch ist, würde ich erstmal den Death Stranding streamen. Und vermutlich danach den Darksiders mal reingucken. Also, wie gesagt, noch ist es bestätigt. Wie gesagt, da ich hier nicht random verschiedene Spiele streame, sondern mich in meiner Serie mal festsetze, würde ich dann erstmal Death Stranding machen. Und da Death Stranding keine Serie ist und denke ich mal relativ schnell durchgespielt ist, ich weiß es nicht, würde ich das mal vorziehen. Können wir ja mal Darksiders reingucken. Ich weiß ja nicht, ob ich auch komplett Darksiders, Death Stranding durchspiele. Death Stranding ja mal eine völlig andere Videospiel-Mechanik als andere Games. Deswegen, ob es überhaupt gefällt. Wenn es mir nicht gefällt, dann breche ich vielleicht das Projekt sogar von früher ab. Mal sehen. The name Walla Yamasa got quite a reaction from you. I'm guessing the Kakongo strain was released in that village. Cypher used that region to experiment with vocal cord parasite transmission. The Kakongo strain. The settlements around the refinery upstream of Walla Yamasa were the proving grounds. They would infect one villager, then record transmission speed. Dangerous work. If they fail Ja, deswegen sage ich ja, mal gucken, ob es mir gefällt. Wenn es mir nicht gefällt, dann breche ich das Projekt vielleicht sogar von früher ab. into the surrounding Aber ich will es mir unbedingt mal angesehen haben mit euch At which zusammen. point the world found out about the Aber bei dem Projekt geht es mir parasites nicht darum, wie making das it useless Gameplay as a ist. Mir weapon. geht es einfach mal darum, ob der Incredible Gedanke that und der risks Story such a thing. Mastermind von Hideo Kojima in dem Spiel lebt. Viele meinen ja, ja. densely populated Deswegen. too. A terrible place for Wie du such ich habe einen Story-Fetisch. No doubt. They thought burning everything would wipe away all traces. The settlements were covered in oil anyway. Who would wonder if one day they caught fire? And so it did. They burned it all. Living and dead. Those remains. But they miscalculated. Transmission speed was far faster than anticipated. It may have been the temperature, or hygiene standards, or perhaps the parasites reacted quickly to Kikongo. Whatever the reason, nearly all villages were swiftly infected, and the settlements reduced to mounds of corpses. Making matters worse, the dry season was ending. When it came time to burn the village, the Moneni River had swelled. Many of the bodies were waterlogged. Meaning they didn't burn completely. The corpses still contained viable eggs, and the larvae washed downstream. And when the people downstream drank that water, That marked the end for Walla Yamasa. I learned all of this at the mansion. I warned him of the risk of eggs getting out. And We are prepared for any eventuality. I get it. Putting the oil field back online. The oil leaks, saner. They plan to pollute the river. Prevent the spread of infection. but the oil flow was stopped. And downstream, the people of Masa village started using the water again. The PF soldiers deployed at the village were locals, spoke Kikongo. They were infected, and the kids survived. I've heard enough. Macht schon Sinn. Stopped the flow of oil. Don't. We did. That confirms it. The source of the Kikongo strain infection was Masa village. And the children brought it here. It is no one's fault. There is no blame to be cast.
parasites. They were tested in other regions? Their physiology requires that they be tested. Geht gleich weiter. Ich will ganz kurz nochmal bei Pause mal reingucken, ob da was ist. Snake? Oh, okay, wunderbar. Gute Sache. Thank you. Hellgate London sagt mir sogar You were was. always so kind to me, Snake. Sagt mir irgendwas. Was You will come back, right? war nochmal Hellgate London? Das sagt mir sogar was. War auch ein Rollenspiel, oder? Wie sagt mir das was? Ich glaube, ich fand das damals auch mal interessant. Ach ja, moin, Alter. Da hat er nicht abgesaved, ne? The parasites. They were tested in other regions? Their physiology requires that they be tested under varied conditions. Another test site was in Afghanistan. So it was the parasites there. Both the Pashto and Tajik languages are spoken in the mountains of Afghanistan, Ob Quiet und was hat? and population density is low. Ideal testing grounds for how accurately the parasites target only the specified language. Ja, genau, It is okay. also Dann ist das, was ich relatively dachte. easy to prevent the spread of infection. And the results? The first test, I am told, was a success. Once the Pashtun Mujahideen were infected with the Pashto strain, they were all but wiped out. The Hamid fighters, this must say fort. It was doubly successful. No Tajik Mujahideen or Soviet soldiers became symptomatic. So the parasites proved to be effective. What about the second test? Also supposedly a success. The Pashtun village was the target. However, the original aim was to obtain samples of the infected. In this, they failed. And the village? The Soviets enacted a standard scorched earth operation. That must have been the village where Malak lived, before being held captive at La Marjate Palace. Having had more time to think on it, the details shared with me may have been false. They are madmen who would do anything to cover up the truth. They certainly seem to like tossing their problems in the fire. As a boy, Skullface's life went up in flames. Perhaps that is what fuels his fixation with fire. Your Wolbachia stopped the infection all right, but I still don't get it. How can a few bacteria change males to females? I know they're only bugs, but it is not such a rare thing in the natural world. Ja, stimmt. Many insects and nematodes are infected with Wolbachia. But why? They nest in the cell cytoplasm of the host, even in the egg cells, with the result that the offspring are born infected. Mother-to-child transmission. However, Wolbachia cannot nest in sperm because they do not have cytoplasm. So even a successful infection of a male ends after a single generation. This means the Wolbachia must resort to maximizing the population of infected females. Sounds like an ethnic cleansing campaign on a tiny scale. Gender change from male to female is their survival tactic. So more females means more Wolbachia carriers, so it can keep thriving in the following generations. But the parasites in a human host are supposed to be a mating pair. If there's no male, there'll be no offspring at all. It's killing itself. Slow down. This tactic is intended for environments where a single male can copulate with multiple females. Originally, the Wolbachia did not infect the vocal cord parasites. I created a mutated strain, modifying the Wolbachia so that it could infect monogamous pairs. The Wolbachia's greatest klar, mach das super. multiplying tactic, the male-to-female change, worked against itself in the monogamous parasites. Just as you said. Then,
I performed repeated selection of Wolbachia strains until I achieved 100% certainty of male-to-female conversion. Creating female-female pairs, unable to reproduce. And you say the Wolbachia affects the host of the host, that is, us, cutting off our means to reproduce? It is almost certain. Of course, we will not turn female. After all, mammals possess no natural gender-changing function. But some Wolbachia strains can cause cytoplasmic incompatibility in the host. Is that some cell deformity? Put simply, it means the altered sperm of infected males kill the female's egg on contact. And that's happened to us? Yes. And yet, what occurs in humans is not just simple CI. To date, there are no cases of Wolbachia affecting humans. The fact that this strain causes this effect, is it the vocal cord parasite's affinity with humans? I do not know enough to say for sure. So the parasite warps the host. Reminds me of what Skullface said. It is the way of all organisms to create their own optimal environment. Just look at you and this base. Organisms that cannot do this are doomed to extinction. The difference with parasites is that their environment is another organism. That creates a connection between life and life. Parasitism, symbiosis, or death. In this way, the host too is challenged to adapt. Auch wieder mega geil. Also, klar würde ich ja immer denken, so, mein Gott, Tanky, warum hörst du das die ganze Scheiße an? Aber die Story ist gerade so interessant mit den ganzen, Sachen. About this OKB-0 Emmerich was talking about. Its location and features match the citadel in the mountains northeast of the Soviet base camp. Built during the time of Alexander the Great, it was left in ruins following one of Genghis Khan's campaigns. Its occupants changed time and again due to war, and it was expanded on more than one occasion. Ultimately, it fell into the hands of the Soviet philosophers. The Soviet army was using it as the headquarters of its Afghan invasion force. But it would seem that Skullface's connections with the philosophers gave him license to develop Sahelanthropus there. And that's what Emmerich was doing at the place, before he got the axe. But OKB is a designation the Soviets use for weapon design bureaus. There's no way they'd have one of those in Afghanistan. And, in principle, the numbers that follow OKB are always integers above 1. There is no 0. Perhaps this was a secret facility of the Soviet and Chinese philosophers dating back prior to World War II. Though it's more likely Skullface just picked a fake name that more or less fit the Soviets' pattern. He doesn't go there often, but he sure as hell won't miss this. They use the heliport on top of the tower for his visits. Start by heading for the heliport. Then wait for your chance to make contact with Skullface. It seems Sahelanthropus's armor is made Nö, ist ja from auch noch depleted Reaper. uranium. Aber es ist zumindest, dass ich dich ansprechen brauche und du wieder sagst, ja, wenn du wieder da bist. Using it for its main Bist du battle auch noch. tanks too. Maybe that's where Emmerich got the technology. Uranium. They're using nuclear fuel for armor now. No. What they use for nuclear fuel is uranium-235, which is extracted from natural uranium. Depleted uranium is a byproduct of that process. Sort of like the leftovers, I guess. The garbage. Uranium-235 makes up 0.72% of natural uranium, whereas depleted uranium contains only 0.2%. What are the benefits of using it for armor? It's a pretty short list. Uranium's a heavy metal, like lead, meaning it can hold a greater amount of kinetic energy. But it also boasts a hardness closer to tungsten. That makes it an ideal material to use for, say, armor-piercing ammunition penetrators. But it's not the best choice for armor. Its volume is less than that of ceramics, but for an equal weight, you could end up with less protection. So why use it then?
According to Emmerich, it came down to him being unable to source ceramics technology from a manufacturer. Plus, given that it's an upright walking vehicle, he wanted to reduce the bulk of certain areas. Despite all that, depleted uranium still makes for some tough armor, and Emmerich says it's been proven in live fire tests. It stops most Soviet tank shells. Okay, das war jetzt eine relativ unnötige Kassette. Uranium hat so und so viel Prozent von dem und dem Element, dem und dem und dem. Okay, ich bin auch gerade so, what the fuck. Code Talker, what are the metallic archaea? Volcanic craters spewing sulfur. Water hot enough to boil your skin off. Ocean depths of 800 plus atmospheres. Wastelands radioactive enough to kill you where you stand. There are groups of organisms that survive despite. No. Because of living in such environments. I've heard about them. Extremo something. Extremophiles. By selecting certain species, then subculturing and repeatedly modifying them, I created a metallic offspring of pure archaea. They subsist on metals rather than organic matter. And some of them even consume uranium? Yes. Uranium enrichment archaea metabolize only uranium-235. As a result, they produce weapons-grade enriched uranium. How is that possible? Consider how plants fractionate carbon isotopes when they conduct photosynthesis. Nature possesses abilities beyond our imagination. So it was archaea that brought down your chopper? Corrosive archaea, yes. They oxidize metals, feeding off the energy in the electron. Oh, deswegen ist er sofort korrodiert, der Heli, und abgestürzt. We had the R&D team retrieve samples for study in airtight plastic containers, of course. Prudent. We shall extract archaea from it in good time. They should help you fight back against Blagana. Any chance we can start now? It doesn't have to be a lot. I might just have another use for them. If it's only a small amount you need. That's fine. I'll get the R&D team to assist. Boah, daraus Waffen machen, Alter, das wäre geil. South Africa was previously suspected of developing nuclear weapons. It already had a conspicuous presence at the UN because of apartheid and its armed expansionism. But when neighboring Angola and Mozambique became socialist countries in '74, South Africa felt hounded into a corner. So it accelerated its nuclear program to protect itself. 3 years later, the Soviets discovered a test facility, and 2 years after that, an American satellite observed a flash in the southern Indian Ocean. It said this was South Africa conducting a nuclear test with the help of a certain ally. Skullface used the situation in South Africa to get this ally to lend a hand. They both wanted nukes, so it was a mutually beneficial relationship. On the surface, anyway. I figure South Africa started getting serious about nuclear weapons production in '75. In '74, the government was still able to get by with bluffing that it had a nuclear arsenal. But the year after, word spread that an independent armed group in the Caribbean was crushed by Cypher for possessing a WMD. That's right, boss. What happened to you and your men was the reason South Africa decided to push ahead with nuclear development. A force independent of any country getting its hands on a nuke. That was a threat to the existence of countries everywhere. It wasn't just South Africa. Your presence pushed a lot of countries to get nukes. The world was scared of you. You were a threat to more than just the Cold War. If nations are gears in a machine, you had the power to smash them loose. Wow, was für ein The Schleimer. whole world grind to a halt. Emmerich uses externally powered legs of his own design. It's bionics technology, a product of the U.S. military's failed attempt to develop a powered exoskeleton. All the wearer has to do is apply a little force, and the actuators continue the movement in that direction. But his legs are unique.
Instead of using a hydraulic mechanism, the actuators run off metallic archaea. That increases the actuator's reaction speed and also enables him to lock and release the joints at will. The legs are a nifty little gadget, but they have two clear weaknesses. First, they're dependent on external power, maybe because he built them knowing he couldn't leave his lab. There's no internal battery. That's why they won't work if they aren't plugged in. Second, and this is more than just a weakness, the legs are directly connected to his bones. Could be to minimize signal loss and the order's output to the legs and the drive response from them. Either way, Emmerich has used bolts to attach load-bearing parts directly to his femurs, probably by mimicking surgical treatment for compound fractures and the like. But the end result is those legs and his body are fused together, and that appears to be how he's able to move them so precisely. But that also means that any shock to the legs would be delivered right to his bones by way of those bolts. The same is true if he encounters the corrosive metallic archaea. If the corrosive archaea ate into the exposed bolts, they'd reach the endoskeleton parts and eat through them too in the blink of an eye. The doctor's bones are full of holes to accommodate all the bolts. They're like sponges. If he were to lose the reinforcing parts, even the tiniest bit of force or weight would snap his bones. Oh. So when I dangled those corrosive metallic archaea in front of him, he realized straight away what would happen. Life wouldn't be worth living if he lost those legs of his. I'd bet that is what the doctor fears the most. I just helped him imagine what it would be like. Thanks to that, I got the information we needed without either of us getting hurt. You know how he is. He's probably already over the shock. The better you know your adversary, the easier it is for you to get information from them. And vice versa. Er hätte gleich was sagen sollen, bevor wir ihn drohen müssen. Das macht ihn gleich wieder zu Verräter. Ganz ehrlich, ich bin von Yui echt enttäuscht. Ohne Scheiß. So, Ida will eine neue Herausforderung. Please source supplies requested. Geht gleich los, Eli. Supply drop complete. Auf gut Deutsch, mein Sohnemann möchte Stress. So, Big Boss Sohnemann. Ah, jetzt haben wir gleich mal eine Lektion. Bam! Oh, aber jetzt mal die Faust von Big Boss spüren. Spüren eine filterliche Faust ins Gesicht. Hin. Volle Pflaume. Ja. Du kannst mit dieser Metallfaust, die du hast, so zuschlagen. So. Okay. So nicht. So langsam. Bam! Und zwar genau so.
Viel klein hier. Tja, Ile, das war wohl nix, wa? Aber next time. As that brat finally accepted that he lost, hopefully now he'll be a bit more obedient. Has been added. Okay. Was für mit Kinder plus what? Please specify a project. Ja, $6 Million, man. Ach ja. Kinderpolung machen wir. Kinder brauchen wir. Okay. Gut, nachdem wir Eli eine ordentliche Lektion erteilt haben, würde ich sagen, können wir ja erst zur R&D-Plattform hinfahren und mal gucken, ob Huey sich jetzt ein bisschen beruhigt hat, aber mit ihm reden können. Dann müssen wir da unten bloß hin. Zum Glück nicht weit. Es gibt in Afghanistan und in afrikanischen Gegenden leider mehr als genug Kindersoldaten und die Motherbase nimmt sie und zieht sie quasi auf. Die Kinder können sich zum Beispiel entscheiden, ob sie als Soldaten für uns kämpfen wollen oder ob sie in anderen Kontinente hin wollen, um ein freies Leben haben zu können. Oh! Der Battle hier in unserem Vormann. Aber ein kleines Teil, ne? Ich meine, das ist ein Foto zum Vergleich zu dem, was du Dings gegeben hast, Junge. Oder was Skullface, Philanthropy oder Philanthropher schon deutlich besser als das Ding hier. Guck mal, das Ding mehr einem Panzer als ein Metal hier. Was soll ich mit so einem Mist? Ja. Vergiss nicht den Zoo. Ich habe sogar einen Zoo in meiner Motherbase, ja. Welche Tiere aus Krisengebieten rette, damit sie, ja, hier auf der Motherbase ein ordentliches Leben haben. Genau genommen befindet sich diese Plattform, warte mal, wo waren die? Antenne-Plattform, wo war denn die Scheiße? Wo war die? Keine Ahnung. Ja, ich sag nicht mehr wo. Okay, dann würde ich sagen. Oh, Diamant. Was? Genommen. So, würde ich sagen, Hubschrauber-Einsatz. Please select a landing zone. Roger. Nee, nicht hier, warte mal. Fuck. Please select a landing zone. Landing zone Roger. confirmed. Oh, das ist besser. Jetzt können wir ja ordentlich Nebenmissionen nachholen, die wir nicht gemacht haben. Gefangenenrettung haben wir einmal zum Anbieten. Und eine Minenräumung. Und das war's schon. Leute. Oh, meine Sanitätsplattform ist fast fertig. Geil.
Ja, brauche ich nur einen Haufen Leute dafür, wa? Ja, und GMP haben wir auch nicht mal so viel. Also generell haben Menschen ihre Ressourcen knapp bekommen, würde ich meinen. Extraction arrived at Mother Base. Ja, aber aus dem letzten Part zu viel hatten, haben wir jetzt schon wieder zu wenig. Läuft halt manchmal. Nebenauftrag. Gefangenenrettung. Please select a heading to Central Africa. Das ist gar nicht mal so weit weg. Fast. Oh, nee. Warte mal. Oh, nee, Fahrzeug ausfallen. Nein. Warte mal weg. Nee, ich will ohne Fahrzeug. Oder wenn dann sowas Kleines, reicht mir auch schon. Am besten gar keins. Als Ausrüstung nehmen wir mal lieber nicht die mit fette LMG. Dann nehmen wir wieder. Also Betäubungswaffe wäre schon sexy, ne? Für dieses Betäubungswaffe. Weil aus der Entfernung hin eine ganze Base, sag ich mal, betäuben, ist schon echt nice, ne? Da können wir noch rein und alles einsacken und dann gut. Ich werde nicht mehr gucken, wie die Ränge sind oder so von den Leuten. Oder ich werde gucken, aber ich werde nicht danach gehen, weil, wie gesagt, unsere Motherbase ist ja fast verreckt komplett. Also aber wir haben 35% unserer Belegschaft verloren. Ja, da spritzt zwar kein Blut, aber ich brauche Leute. Leute von heute. Ja, ich meine, 30% meiner Belegschaft ist gerade an einem Virus verreckt und ich brauche hier neue Leute. Sonst funktioniert nicht mehr. Wir schauen in manchen Gruppierungen schon über Level 60. Und weil ich glaube, ich gestern das mein Leben gemacht habe, während es weiter die letzten Leute in der Quarantäne verreckt sind, habe ich so ein bisschen Leute verloren. Hätte auch viel schlimmer kommen können. Scheiße. Enemy presence detected. The map has been updated. Was vergessen? Brauchen wir eine Rio. Please select a drop point. Supplies requested. Be careful down there, boss. Supply drop complete. Ja, aber. Du kannst einfach kidnappen. Schwacher Wille. Du, schwacher Wille ist gut, ey. Ich habe den besten Verhörspezialisten in meiner Motherbase, was ich mir wünschen kann. Da wird sich jeder den Willen beugen, glaub mir mal. Uns kriegt jeden Willen gebrochen, das kriegt er schon hin. Da macht mir keine Sorgen. Das ist ein richtiger Pro, ey. Deswegen sind Typen mitnehmen, so wie shoppen gehen. Ich find's auch echt, also dass ein Heli rumfliegt. So der Scheiß. So, Diddy, wählen mal die Feinde an. Der Heli verpisst sich dabei, weil ich habe nicht wirklich... Oh, fuck, komm zurück. Scheiße, ich habe nichts gegen den Heli am Material bei. Da nimmt man einmal keine Raketen von mit und schon kommt ein Heli an, ne? So lächerlich, ne? Mercenaries belonging to Rogue Coyote. Not so much a corporation as a mixed bag of hired guns working together under a single banner. They cut their teeth in the British and Rhodesian SAS, the Sea-Loo Scouts, 32 Battalion. So they've seen plenty of action. Don't take any chances with them.
Oh mein Gott, wie praktisch. Hörungssniper, heilige Scheiße. Ja, sie hätten sich ja einfach mir leicht bei. Naja, was heißt? Ich zwinge ja niemanden für mich zu arbeiten. Ich biete einfach eine Entscheidungsfreiheit. Ne, Knochenbrechen im Austausch für ihre Gefolgschaft. Ist doch vollkommen okay. Bis euch bei Ihnen hier, ne? Erst wenn ich wieder so normalerweise kommen wird. Wenn wir ganz fest mit einer schönen Big Boss Umarmung mal knuddeln. Dann bin ich einfach so ein Helikopter am Arsch. Da bleibt der Lachs. Also Motherbase wird auf alle Fälle gut zugehen, bis anzuschließen. Ich bin in die Entscheidungsfreiheit. Bin ich nett. Lohn ist das Leben. Was ist denn mit diesem scheiß Heli los? Was will er denn? Hau doch mal ab. Side-ops list updated. Okay, subject is in. Extraction arrived at Mother Base. You have arrived at your destination. Enemy presence detected. The map has been updated. He's coming too. Roger that. Ich einen guten Schuss finden, wenn der jetzt mal rüberfliegt. Runter mit diesem Lappen. Das Kackding, Alter. Ja. Oha. Das Material noch mitnehmen. Ja, nicht? Ah, ne, bleibt mal noch mal liegen hier. Nein! Den Typen ablegen, Mann. Bam. So. So, mit hier. Das ist ja mal total OP, what the fuck, Alter. There's a right. Oh, ich klau die ganze Motherbase. Ich klau ihre Ressourcen, ich klau ihre Leute, ich klau ihre Waffen, ich klau ihre Fahrzeuge, ich klau ihnen alles. Ich mir für alles weg. Das ist eine gute Wertung, aber für die Motherbase-Verteidigung reicht ja. Mitgenommen. Mitgenommen. Oh, hier sind noch mehr Material. Oh, hier ist ein Haufen Material. Ich muss hierher. What the fuck? Bescheuert, Junge?
Hey, dreh dich mal um. Oh, scheiße. Okay, jetzt mein Schwert war kaputt. Aber ich konnte damit eine Menge Typen holen. Oh, jetzt haben wir noch eine andere Maschinenpistole zum Betäuben. Alter, das ist wie das einkaufen gehen. Wir gehen hier schön shoppen, Alter. Wir nehmen alle mit. Oh Junge, auf die Fresse rein. Guck. Oh, jetzt gibt auf die Fresse. Captured. The map has So. been updated. Ganz Guardpost eingenommen, läuft. Das ist blau geil. Was? Vielleicht noch versuchen, wir brauchen. Aber ich aber auch hinter. Komm gar nicht hinter. Ja, scheiß. Ja, dann lassen wir einen hier. Scheiß drauf. Voller Mist. Macht gar nicht mit. Sehr schön, das war noch Material. Ich sehe alles. Ja. Ja, bisher ohne Tote. Läuft, ne? Oh, einer. Mach mal mit. A+. Ist in Ordnung. Ist mit. Oh. Billy. Fleet land expansion complete. Support helicopter requested. Ja, ab geht der Lachs. Alter. Geht doch, los. Oh, ups. Und die Karre, die wir gerade geklaut haben aus der Base, können wir auch gleich mit für die Motherbase mitnehmen. Läuft. Ist ja wirklich praktisch ohne Scheiß. Oh, die da muss man pinkeln. Einer Dogo. Einer Dogo. Ich finde die Uniform so süß von dem. So. Und eine Quest erfüllt habe ich nebenbei mitgekriegt. Und hopp. Wir brauchen die Kohle. Please select a mission. Unit dispatched. Departing. Extraction arrived at Mother Boah, das wäre Base. krass, Alter. Das würde abgehen wie bei Sanctuary bei Borderlands, Alter. Boah, kennt ihr den Film hier, diesen Pixars-Film hier ab oder hoch? Ne, oben hieß der, glaube ich. Bei diesem Opa, der sein ganzes Haus hochhebt mit Ballons, Alter. Side ops list updated. Aber ja, und die Ballons sind echt praktisch für diesen Opas, Alter. Please select a mission.
Oh komm, nicht nächste Nebenmission runterknallen. War nicht irgendwo eine Minen? Füller drin gehabt. Mit einer Minenräumung. Ach, die Gefangenenrettung haben wir auch noch. Please select a landing zone. Warum war es hier weit weg? Deploying. Lag. Ja, ist wirklich so. Das Problem ist, das ist ja der Film, wo mit Leia Tränen in die Augen hatten damals. Als der rauskam, die Anfangsszene. Oh, das ist so süß mit dem Opa. Also, der Film ist süß. Da gab's auch sprechende Hunde, ne? Ja, bevor die würde hier reden, Alter. Das wäre cool. Und wieder eine verkehrte Knarre mitgenommen. Ich könnte kotzen, ne? Please select a drop point. Hey Kurt, wo fliegst du mich hin? Ich muss da hin. Supplies requested. Ich möchte alle Pistole bei hier. Supply drop complete. Alles steht Kopf. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Will mir in Gang sein. Okay. Marker placed. Ah, ich find's mal gut, wenn die ganzen Missionen in Nähe von der Landezone sind, da muss ich nicht mehr laufen. Analysis complete. Analysis Da drin muss er sein. Subject on board. Leave the rest to us. You have arrived at your destination. Oh, easy. Ach, nicht, dass er wegpacken du. Nein, Frosch. Was ist denn hier los? Hallo oder was? Side ops list updated. Okay, subject is in. Extraction arrived at mother base. Caution, rain approaching. Ich bin wieder alle Laptop, Leute. Den einzigen Boy. Den einzigen Boy meine ich. Alle mitgenommen. Subject on board. Leave the rest to us. Complete. Der war auch nicht verkehrt. The map has been updated. Analysis complete.
Ruhe hier. Oh, wunderbar. You gonna extract him? Please support helicopter requested. Subject on board. Leave the rest to us. Wieder ohne Tote, ne? Ich hätte ja was für ernste Waffen, ich hätte für ernste Situationen was beigehabt, das ist ja nicht. Ein Schwunggewehr hier. Aber wie gesagt, wenn ich so nehmen kann, ein bisschen für meine Base tun kann, warum dann nicht mitnehmen, ne? Alles klar, Juna. Habt noch eine schöne gute Nacht dafür, ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten übrigens, ne? Und falls du nachher wieder mit hochgehen solltest oder so, wünsche dir immer schöne Grüße. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. On station at LZ. Gaining altitude. Please select a mission. Departing. Ja, das kenne ich, Craig. Wie oft muss ich in der Schule damals Bücher lesen, die mich überhaupt nicht interessiert haben, doch generell keinerlei kulturellen Wert hatten. Irgendwelche alten Gedichte. Man musste als Kind so viel Gedichte auswendig lernen. Ich weiß nicht, ob man als Kind damals in der Schule, heute soll das wohl nicht mehr so krass sein wie damals, aber ich weiß nicht, ob Gedichte auswendig lernen irgendwie fürs kognitive Denken helfen soll oder das Langzeitgedächtnis trainieren soll für Kinder. Ich wüsste nicht, wozu mich irgendein Ribbeck im Havelland interessieren sollte. Der Birnbaum seinen Garten hat, Alter. Und so. Also eine Scheiße, ne? Also auch Zauberlehrling. Ich kann heute noch das Zauberlehrling auswendig und ich frage mich immer noch, warum. Ich frage mich immer noch, was hat mir das in der Schule gebracht, diese Scheiße auswendig zu lernen. Da gibt es bestimmt auch bessere Denkaufgaben, um das ganze Gedächtnis zu trainieren, als so ein Scheiß, ganz ehrlich. Dass es aber nur darum ging. Aber ich finde genau, das ist auch der falsche Lernweg, weil dadurch werden die Kinder motiviert, alles, was sie in der Schule lernen, auswendig zu lernen. Es ist wichtig, an den Kindern das so zu vermitteln, dass es in den Kopf drin bleibt, ohne auswendig lernen zu müssen, sondern einfach den Lernstoff so zu vermitteln, dass er vielleicht interessant wirkt. Wenn etwas Interessantes in der Schule, bleibt auch hier oben drin. Und wenn du etwas lernen musst, es dich gar nicht interessiert, lernst du die Scheiße auswendig, schreibst deine Eins und nach einem Monat hast du den bisschen vergessen. So, und bei der Prüfung sitzt der Daumenblöder. So häufig, ne? Also insofern. Genau wie das Buch von Goethe hier, Faust. Ja. Das Ding hat vielleicht einen historischen Wert, ja. Aber keinen nennenswerten psychologischen Wert oder was wichtig ist, was das Ding einfach vermitteln kann. Ja? Als wir in der Schule zum Beispiel ein Buch hatten, was ich mega interessant fand, wo ich auch übelst easy eine 1 bekommen hatte, war zum Beispiel das Buch gewesen über den Zweiten Weltkrieg hier, ja. Da ging es, glaube ich, um eine jüdische Familie, die im Zweiten Weltkrieg überleben musste und sich verstecken musste vor den Nazis und sowas alles. Da habe ich eine 1 gekriegt, weil mich das Thema interessiert hatte. Weil es mich so interessiert, wie diese armen Menschen leben mussten. Also das war wissenswert, das war wirklich wichtig für die weitere Entwicklung des Menschen. Um die Fehler von damals sich zu wiederholen, also ganzen Scheißen, ist das so wichtig, das jemand mitzugeben. Aber es interessiert mich irgendwie so ein Ribbeck im Havelland, Alter. So lächerlich. Wird in der Schule so viel vermittelt, Alter, was so sinnlos ist und sinnbefreit. Mittlerweile will ich ja wohl vieles geändert haben. Ich weiß nicht mehr, auf ein paar Jahre aus der Schule raus. Einige Jahre, ich glaube über 1,5 Jahrzehnte. Insofern ist es mir relativ. Aber damals mussten wir teilweise so ein Bullshit lernen, ohne Scheiß, Alter.
Enemy presence detected. The map has been updated. Das mag sein, wir haben ja auch Haus nie komplett durchgelesen. Weil ja, wir mussten die Schulstoffe halt nachholen, weil andauernd Lehrer krank waren. Ja, ohne Scheiß, die Lehrer waren mindestens genauso oft krank in meiner Schule, wie meine Arbeitskollegen bei mir jetzt, Alter. Du kannst jeden Tag mit rechnen, dass du Arbeitskollege krank aus und seine Scheißarbeit nachmachen musst. Ohne Scheiß. Die Lehrer waren so eine faulen Hunde. Wir hatten zum Beispiel, ohne Scheiß, wir hatten fast über ein Dreivierteljahr kein Chemie gehabt, weil der Chemielehrer krank war. Und wir keinen Ersatz für den Chemielehrer hatten. Und es war dem Schuldirektor auch im Nachhinein vollkommen egal gewesen. Da hat man mal keine Chemie gehabt, so, ne? Und dessen hat man eine Arbeit geschrieben gehabt. Wir hatten von einem Deutschlehrer einen Chemie-Grundkurs bekommen gehabt, für eine Woche. Und eine Arbeit geschrieben, ich habe die verkackt, weil mich das hier überhaupt nicht interessiert hatte. Ich habe dann mal eine 5 gehabt auf dem Jahreszeugnis, weil Note ja stehen musste. So ein Zeugnis kann doch nicht rechtens sein, Alter. Das kann doch nicht legitim gewesen sein damals. Und das war ein Abschlusszeugnis, 10. Klasse, das müsst ihr euch mal reinziehen. Also, ich bin schon so hier am Triggern, dass ich hier in einer Minute nach der anderen reinkrauche. In Chemie bin ich im Nachhinein verdammt gut, weil, wisst ja vielleicht, was ich beruflich mache. Und da ist Chemie verdammt wichtig und ich wusste nie, dass ich in Chemie so gut bin. Ich habe mich in Chemie immer für einen Lappen gehalten. Genau aus diesem Grund. Weil sich die Lehrer einen Scheiße um die Schüler bemüht hatten, ja keinen Bock hatten, Alter. Andauernd krank waren oder keinen Bock hatten oder was auch immer, Alter. Die haben nur 2, 3 Themen durchgegangen, wenn du gefragt hast, so, können Sie das mal erklären? Dann hieß es bloß, jetzt vorher aufpassen müssen, ich erkläre ja nicht mehr. Morgen schreibt deine Arbeit, das brauchst du auch nicht mehr fragen. Und ich stehe so da, ja geil, Alter, das war ich für geile Lehrer, Alter. Ohne Scheiß. Ich hab mich so verkackt, den Rest mit Lehrer Mangel, ich hab Argument gehabt von wegen, yo, was soll der Scheiß, Alter, ich bin hier, um mir was zu lernen, Alter, und bloß weil ich mich jetzt gleich begreife und nochmal frage, ob sie es mir nochmal idiotensicher erklären können, dann ist der sehr aufpassen müssen, ja, Pech gehabt. Was soll der Scheiß? Ich meine, hallo? Genau, so eine Lehrer, weißt du, die halten die Schuljahre, sitzen die Schuljahre ab wie im Knast, Alter. Ja, ein Lehrer hat mir mal erzählt gehabt, du, mir ist es scheißegal, ich krieg mal mein Geld, wenn ich nichts lernt. Und wer begreift das gleiche, hat Pech gehabt. So eine Lehrer hat nicht gehabt. Da wurden sich alle über mein schlechtes Abschlusszeugnis, ja moin. In meiner Berufsschule hingegen hatte ich wirklich, zu meiner Ausbildung, damals zu meinem Job, die so geil, bombengeile Lehrer, die haben mich so jugendsicher erklärt gehabt, wenn du mal vor der Arbeit da standest, Alter, oder eine Woche vor der Arbeit da standest, so mit Fragezeichen über dem Kopf, der kam sofort zu dir hin. Gut, da mal, Junge, das ist ein Problem, was begreifst du nicht? Geld dir mal ganz einfach, ja, sicher. Ich so, geil, mach mal bitte. Ey, der hat es so einfach erklärt gehabt, dass ich die Sachen bis heute merken konnte. Meine Ausbildung ist schon 6 Jahre her. Aber ich bin jetzt seit 10 Jahren in meinem Betrieb. 7 Jahre her. Ausbildung 7 Jahre her. Ich habe immer noch Sachen im Kopf, weil er jetzt so geil erklärt hat, dieser Mann. Das ist Wahnsinn. Ganz anders. Da hat der Lehrer richtig Bock gehabt, uns wieder was beizubringen. Da merkst du einen Unterschied denn, ne? Hinzu kam noch in meiner Oberschulzeit, wenn ich einen Lehrer was fragte, ich hab's nicht ganz verstanden, kann ich mal erklären gehabt, dann bist du hier falsch, bla bla bla. Dann hieß es bloß von den anderen Klassenkameraden, nö, was soll das, ja, Walla, Streber, was ist los mit dir? Kommst mein Lehrer hier nicht voll, was ist los mit dir? Bin da. Aber selber hier 6 geschrieben, weißt du, und ich so, oh, okay, cool. Läuft. Naja. Es ist ein Teufelskreis. Weil, wenn man sich heutzutage, ich meine, ich will nicht zu sehr persönlich werden, nicht zu sehr ins Detail gehen, aber meine Schulzeit war echt nicht nett. Ich habe mich persönlich, der weiß so ein bisschen, was in meiner Schule abging.
Ich hatte echt keine schöne Schulzeit gehabt. Überhaupt nicht. Und ist ein Teufelskreis. Da habe ich keinen Bock auf Schule gehabt. Wollte einfach nach meiner Schule einfach mal eine Ausbildung machen. Und ich wollte einfach die Schule schnell überspringen, wenn es gehen konnte. Und schnell einen Job finden und Geld verdienen. Ich wollte nichts mehr mit Schule zu tun haben. Ich habe wirklich noch so voll gehabt. Nur aus diesem Grund. Da hast du noch Klassenkameraden gehabt, die allesamt voll Spackos waren. Die Lehrer wurden von den Schülern bedroht. Die Lehrer haben zugesehen gehabt, wie, keine Ahnung, in den Schulhöfen sehr kriminelle Sachen passiert sind. Ich will jetzt ins Detail gehen. Das war alles verjährt, was ich jetzt erzählen würde, aber trotzdem. Ja, da lief echt kranke Scheiße ab. Teilweise wurden sogar Lehrer von Schülern geschlagen und so ein Scheißdreck. Und da hatte ich wirklich keinen Bock mehr auf Schule gehabt, Leute. Und wenn ich mir vorstelle, wie schlimm das damals war und wie schlimm das heute sein muss. Ich glaube, heutzutage ist es noch deutlich schlimmer. Manche Schulen. Nicht in allen, ne? Es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ne? Wenn man sich Schulen anguckt, hier mal zum Beispiel Westdeutschland die Schulbildung an, guckt mal hier im Ostdeutschland an. Gerade im Raum Berlin, Alter. Ey, es gibt so viele Assi-Schulen, Alter. Die gefühlt eher Jugendlast sind wie eine Schule, ey. Das ist so krass. Jeder Erwachsene, also ich bin ja immer erwachsen seit ein paar Jahren, jeder Erwachsene, der damals sagte, du wirst die Schulzeit zurücksehen. Den kann ich bis heute sagen, nein. Du warst hier auf meiner Schule, Alter, du hast keine Ahnung, was da abging. Hättest du meine Schulzeit gehabt, glaub mir mal, du wärst froh, wenn du die Scheiße überlebt hättest. Ich bereue nichts von all dem. Nichts von all dem, was ich schon durchmacht habe. Ich scheiß Noten hatte ich noch bis heute und ich habe nichts von dem bereut, weil ich einfach verdammt nochmal die Scheiße überlebt hatte und meinen Job gemacht. Heutzutage, ja, ich bin jetzt fast 29. Ich heute wo bewerben muss ich mein Schulzeugnis nicht mehr vorlegen. Ich habe Zertifikate und Papiere meiner Berufung, wo ich locker überall einen Job finden könnte. Sogar noch wahrscheinlich sogar noch mehr Lohn bekommen würde als jetzt. Easy. Also insofern, in der Vergangenheit eine scheiß Zeit. Habe ich überlebt, habe ich überstanden, fertig. Ne? Aber mir braucht keiner von der dritten Generation sagen, ich muss mich heute noch anhören. Ja, die Schulzeit war schon schön am Ferien und so, war. Auf die Ferien nicht geschissen, hätte ich eine angenehmere Schulzeit gehabt, ganz ehrlich. Ist einfach so. Als ich zur Schule ging, gab es den Begriff Mobbing noch nicht mal. Als ich auf die Schulzeit ging, da war Mobbing noch nicht mal strafbar gewesen. Jetzt, was Polizei gegangen hat, was hier angetan wurde in der Schule oder was zur Eltern gegangen hat, wäre es am nächsten Tag noch schlimmer geworden. Da hast du einfach Maul gehalten und einfach durchgestanden. Wo war die Zeit gewesen? Ganz heftig. Bin ich aber ganz schön persönlich geworden, heilige Scheiße. Will mal hier mal so einen Real Talk streamen und zockt mal nicht oder rede mit euch mal so ein bisschen darüber, wenn ihr wollt. Nicht zu sehr ins Detail gehen, aber halt ne, so ein bisschen mehr in Thematik. War echt nicht geil. Ich kann euch sagen, an allen Schülern draußen, die vielleicht mal meinen Stream einschalten oder was auch immer, ich kann nur ihnen sagen, wenn ihr ja, mittlerweile habt ihr deutlich mehr Schutz als früher, würde ich meinen, ja, gerade weil jetzt Mobbing auch strafbar ist und sowas alles. Redet mit euren Eltern, beruhigt eure Eltern, dass sie nicht hysterisch werden, durch den Schulleiter rennen, sorgt dafür, dass ihr, wenn es zu krass wird, bei euch zur Polizei gehen. Es muss nicht mehr so eine Anzeige kommen, einfach mal zu einer fetten Verwarnung. Da ändern sich ein paar Dinge. Damals wäre nichts passiert, ich wäre am Arsch gewesen, hätte ich das gemacht. Heutzutage geht das Gott sei Dank, ne? Weil mittlerweile wird das Thema Mobbing ja auch offen aufgeklärt, sage ich mal. In Schulen, durch den Vertrauten in dem Fall, ja. Und macht euer Ding weiter wie bisher, ne? Lasst euch nicht ablenken von dem ganzen Scheiß, ne? Zieht euer Ding durch und studiert danach, macht eine Weiterbildung. Oder wenn ihr sagt, okay, ihr macht's wie ich, ja, scheiße, Alter, ich kacke jetzt total in der Schule ab, ich habe keine Motivation mehr, ich kriege hier nichts mit, weil ich einfach nur Angst habe hier oder gar keine Motivation mehr habe oder was auch immer. Dann holt euren Abschluss nach. Geht zur Abendschule, sonst irgendwas. Aber wichtig ist, dass ihr euch den Umständen entsprechend eure Karriere nicht versaut. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn euch gibt später im Alter keine zweite Chance mehr. Ist einfach so. Deswegen, je älter man wird, je schlechter fällt es schwer, sich, sag ich mal, in der Gemeinschaft zu integrieren.
Ich hatte eine Menge Glück gehabt und auch eine Menge Widerstandswillen gehabt und auch eine Menge Leck-mich-Haltung gehabt. Ich war zu jedem lieb und nett, aber ich habe eine Leck-mich-Haltung gehabt. Es ging links rein, rechts wieder raus. Ich bin schwierigen Menschen aus dem Weg gegangen, um meinen Weg einfach zu machen. Ja, ich bin jetzt zwar nicht der übelste Karrieremensch, wer meinen Job kennt, weiß es sowieso. Aber ich bin zufrieden. Das ist okay. Wird schlimmer sein. Von daher, ja, zumindest sagen, dass ich während der Pandemie immer noch meine Arbeit hatte. Und auch nie Geld einbußt hatte während der Pandemie. Also würde ich meinen, in dem Punkt alles richtig gemacht. Andere haben Haus und Hof verloren, ich habe immer noch alles. Aber auch Glück. Wie gesagt, eine Menge Glück. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuhören auf alle Fälle und danke fürs Philosophieren und Mitdiskutieren. War, ich denke mal, gerade ein cooles Gespräch. Und auch ein cooler Stream. Wir haben eine Menge geschafft gehabt, auch storytechnisch weit gekommen. Wir haben unsere Mother jetzt gerettet. Ja, es ist kein Arsch mehr infiziert. Wir haben jetzt alle geheilt. Und ja, dann würde ich sagen, habt einen wunderschönen Abend. Danke fürs Einschalten. Und wenn ich es mal welche verpassen wollte, würde ich ganz dringend raten, Follow da zu lassen. Ja, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ebenfalls, wenn ihr was verpasst haben solltet, was nachholen wollt, ja, bei YouTube wird alles hochgeladen, was ich hier streame, ja. Da könnt ihr ratzfatz alles nachschlagen. Sämtliche Metal Gear Serien sind da hochgeladen, die ich gestreamt und let's played habe. Und ja, mit mir mit Kommunikation mal treten wollt, ein bisschen labern, ein bisschen schreiben, konstruktive Kritik geben möchtet, ihr könnt ganz gerne unseren Discord-Channel folgen. Einfach in meine Infobox auch da anklicken und rein. Der Discord-Channel heißt DEF, Dead Friends. Und wir sind eine kleine übliche Gemeinschaft, auch alle die Herrschaften, die gerade im Stream online sind, sind auch mit drin, könnt auch mit denen labern, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, habt einen wunderschönen Abend, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, euer Tanky, ne? Ach, übrigens, by the way, morgen werde ich auch wieder streamen, und zwar auch wieder Metal Gear. Arc wird ein bisschen verschoben. Ich denke mal Ende der Woche, vielleicht sogar einen Tag am Wochenende, nicht beide Tage, aber vielleicht einen Tag am Wochenende wird vielleicht Arc gestreamt, ich kann es nicht versprechen. Vielleicht wird es dann so ein Open-End-Stream. Ich muss nur mit Jari absprechen, wie wir unsere Zeit hier planen, weil wir haben jetzt gerade, wie gesagt, wir sind ja mega auf Schwangerschaftsvorbereitung gerade aus, deswegen, und je näher die Schwangerschaft voranschreitet, wie gesagt, in 8 Wochen ist mein kleiner Sohn Damon da, vermutlich, und ja, wir müssen ihn ein bisschen Vorerklärung noch treffen, nicht mehr viel, aber ein bisschen, und Jari wird auch immer schwächer, ne? Verständlicherweise, eine Schwangerschaft zieht auch sehr an die körperlichen Ressourcen, weshalb jetzt Arc so ein bisschen in die Ferne rückt, aber nicht vergessen ist, dass ihr Bescheid wisst, ne? Dann würde ich sagen, habt einen wunderschönen Abend noch. Danke fürs Einschalten. Bis zum Mal, euer Tanky, ne? Tschüss.